mein Name ist Roberto Risch, ich bin Professor an der Autonomen Universität Barcelona und ich forsche seit, ich glaube, 25 Jahren über die Bronze- und Eisenzeit im westlichen Mittelmeer. Ja, Roberto, schön, dich zu treffen. Roberto, die Eingangsfrage, die ich immer stelle, was hältst du von der Himmelsscheibe von Nebra? Naja, ich finde, die Nebra-Scheibe hat natürlich unser Bild der Bronzezeit völlig verändert, das alte Bild völlig überworfen. Ich meine, was ich an der Himmelsscheibe so faszinierend finde, ist, dass man also vor 10 Jahren sich die bronzezeitlichen Gesellschaften so als ja, primitive Häuptlingstümer vorgestellt haben. Die Engländer haben von Chiefdoms gesprochen, ja, mit ein bisschen sozialen Differenzen und so. Und auf einmal zeigt uns diese Nebra-Scheibe, dass komplexes Denken vorhanden ist, abstraktes Denken, astronomische Vorstellungen, Kalender, Vorausschau, dass Mobilität in Europa über weite Regionen möglich ist, dass diese Eliten sich über weite Regionen sicherlich auch bewegt haben und sich gekannt haben. Und das zeigt, dass natürlich diese frühbronzezeitliche Gesellschaft etwas viel weiterentwickeltes ist in Europa, obwohl es keine Paläste gibt, obwohl es keine Schrift gibt, was so immer die Standardvorstellungen für einen Staat waren. Das zeigt jetzt, dass diese Gesellschaft zu enormen Leistungen und vor allem zu enormer Zentralisation von politischer Macht fähig war. Und vor allem, finde ich, zeigt ja die Himmelsscheibe auch wieder die Schwäche nicht schriftlicher Kulturen. Sie zeigt ja, dass dieses enorme Wissen langsam verloren geht. Genau, nicht? Wie wichtig es ist, dass bestimmte Leute Wissen hatten und das vor anderen versucht haben zu verbergen, verschleiern, kodieren. Nicht? Und wie schwierig das ist, dann zu übergeben. Genau, das ist, ich glaube, die Nebra-Scheibe hat uns einfach ein ganz anderes Bild der frühen Bronzezeit in Europa gegeben. Lieber Roberto, du forschst in Südspanien in einer Zeit, die gleichzeitig ist mit der Deponierung der Nebra-Scheibe, aber auch gleichzeitig ist mit dem Fürstengrab von Leubingen und den anderen Dingen in der frühen Bronzezeit zwischen 2200 vor Christus und 1600 vor Christus. Und die Kultur dort heißt El Agar-Kultur. Kannst du uns erzählen, wie diese Kultur aussieht und wie sie überhaupt entdeckt wurde? Ja. Na, die Entdeckung geht natürlich auf diese berühmten Gebrüder Ciré, diese belgischen Ingenieure, sei bemerkt, keine Archäologen, sondern Ingenieure, die unter Vertrag Ende des 19. Jahrhunderts nach Almería kommen, dort in Minen arbeiten und diese faszinierende Archäologie entdecken und dann aus den Minen Arbeiter ziehen und während über 4 Jahre hinweg 20 Siedlungen der Kupfer- und Bronzezeit großflächig graben, über 1500 Gräber entdecken und in nur 4 Jahren von ihrer Ankunft, nach 4 Jahren publizieren sie dieses riesige Werk, die frühen Metallzeiten des Südosten der Iberischen Halbinsel. 2 Bände, ein Bildband und ein Textband, auf dem praktisch auch noch heute unser Wissen zu, ich würde sagen, 75% basiert, weil einfach die Menge an Daten, an guten Befunden, an guten Aufzeichnungen so groß ist, dass wir dort heute noch von profitieren. Und das prägt unser Bild. Es ist eine Gesellschaft, die sich eben abzeichnet durch diese Besiedlung auf Höhensiedlungen, versteckt in den Bergen. Du hast von den Siedlungen eine weite Sicht über die Ebenen. Du wirst aber von der Ebene praktisch nicht gesehen, bis du nicht schon vor dem Hügel stehst. Also müssen es imponente architektonische Werke gesehen. Wir wissen, es sind Steinbauten, Lehmbauten. Du konntest also von außen gar nicht sehen, was innen passierte. Engstens bebaut, wie vielleicht so, kann sich vorstellen, wie so eine marokkanische Kasbah. Ja, also du siehst von außen gar nicht, was drinnen passiert. Und in diesen Zentren, in diesen Höhensiedlungen wurde, das ist das Interessante, nicht nur der metallurgische Prozess, sondern vor allem in den letzten 400 Jahren, also so ab 1900, werden Tonnen der Getreideernten des Flachlandes konzentriert. Was für Getreide?
Das ist eben dieses Weizen. Man dachte ja immer, Südostspanien ist ja der arideste Teil Europas, großteilig unter 300 Millimeter Regenfall. Also man kann so, eigentlich hat man immer an Feldbewässerung gedacht. Das klassische Modell war, die müssen Feldbewässerung haben, und das botanische Bild ist völlig anders. Die haben Trockenfeldbau betrieben, und da Weizen so schlecht wächst, haben die sich in den letzten 300 Jahren nur auf Gerste spezialisiert. In den botanischen Proben haben wir 90% Gerste vorhanden, ein bisschen Hülsenfrüchte, ein bisschen Weizen. Und diese Weizenernten, die wurden in diese Höhensiedlung über 5, 10 Kilometer, mussten die in die Berge transportiert werden und dort gelagert, weil wir haben gesehen, wir haben Hunderte von Mahlsteinen. Also in 600 Jahren haben sich Hunderte von Mahlsteinen in den Häusern angesammelt, gefunden. Also es wurde gespeichert und das Getreide verarbeitet in Mehl. Also es sind richtige Getreidebanken. Es ist eine Getreidebank, die wir Also wenn ich das richtig verstehe, ist es so, im Tal wird angebaut und die Bauern liefern sozusagen an die zentrale Höhensiedlung ihren Tribut ab und dort wieder verteilt. Das ist die einzige Erklärung, die wir dafür haben. In der Umgebung der Höhensiedlung gibt es meistens keine gute Agrarflächen. Also es gibt Wald, man könnte gut jagen, aber es gibt keine guten Agrarflächen. Die Agrarflächen liegen im Flachland. Man hat jetzt auch innerhalb der Autobahnbauten und eben Rescue Archaeology hat man eben auch mehrere Flachlandsiedlungen gefunden. Das wissen wir, das ist eine bäuerliche Bevölkerung, und die haben tonnenweise diese Gerste und wie du gerade sagtest, wir haben Nachweise von so Schalen, die ziemlich normiert sind, deren also deren Inhalt normiert ist. Und das sind wie man sieht auch Gebrauchsspuren auf den Scherben, wie in den großen Behältern mit diesen Schalen geschöpft wurde und wahrscheinlich also in Rationen wieder verteilt wurde für Arbeitskraft. Natürlich, es ist eine Bank, die Gesellschaft, nur die Elite weiß, wie viel rein und wie viel rauskommt, und aus dem Mehrwert schöpft sie natürlich ihren Profit ab. Das bedeutet aber, dass wir dort offenbar eine stark gegliederte Gesellschaft haben. Eindeutig, das ist ganz eindeutig, das haben ja schon die Gebrüder Siré. Aber wie siehst du das? Ist das Status, den man erbt? Wie viele sind an der Spitze? Wie viele sind in der Mitte? Wie ist sozusagen die gesellschaftliche Pyramide und wie baut sich das auf? Ja, also das ist sehr interessant. Das haben wir natürlich vor allem an den Gräbern, weil das Interessante an El Agar und Neue auf der Iberischen Halbinsel ist ja, dass die Gräber innerhalb der Siedlung stattfinden. Nicht außerhalb, wie in der Kupferzeit, wo du Nekropolen hast, wie ihr hier auch in der Glockenbecherzeit. Du hast Nekropolen außerhalb, sondern man bestattet in den Siedlungen. Dadurch können wir also vergleichen Häuser oder Areale, Teile mit den Gräbern. Wie reich sind die Gräber, aufgeteilt auf ein Siedlungsareal. Und was man sieht, ist in den 2200 tauchen auf einmal diese Stabdolchgräber auf. Männergräber, erwachsene Männer mit Stabdolch. Auch Frauengräber zur gleichen Zeit, keine Kindergräber am Anfang. Und 1900 passiert etwas. 1900 passiert etwas, auf einmal tauchen Kindergräber auf. Vorher gab es die nicht. Ja? Und 1800 gibt es keine Stabdolche mehr, die Stabdolche hören auf und es kommen Schwerter rein. Und auf einmal teilt sich diese Stabdolchschicht, also diese soziale Schicht der Stabdolche, teilt sich in zwei. Stabdolche werden nicht mehr niedergelegt, aber die anderen Beigaben, Ringe und Armringe und Ketten und so. Und sie teilt sich auf. Du hast auf einmal 10% der Bevölkerung von sehr reichen Gräbern, die Männer mit Schwert, die Frauen mit Diadem und die Kinder mit Silber- oder Gold-Ornamenten. Und darunter eine zweite, da würden wir schon von soziale Klasse sprechen, mit Frauengräbern, Pfriem Dolch, Männergräber, Beil, Dolch und auch Kindergräber, relativ reiche Kindergräber.
Das wären ungefähr 45%, also 10% Aristokratie, also eine herrschende Klasse, 45%, also eine mittlere Klasse von Menschen mit vollen Rechten, also Bürger mit vollen Rechten, könnte man mit neuzeitigen Terminologie sagen, und dann darunter etwa 40% Gräber, sowohl Männer, Frauen, Kinder, die praktisch keine Beigaben haben oder höchstens einen typischen El-Agar-Topf. Kann es sein, dass vielleicht ein Großteil der Bevölkerung gar nicht bestattet ist oder wurden alle bestattet? Das ist eindeutig, wenn wir die Fläche sehen. Ich meine, so eine Siedlung, sagen wir mal eine mittlere Siedlung ist so 2 Hektar groß. Kann man sich also vorstellen, so auch anhand der Keramik und der Mahlsteine wissen wir, da haben so 400, 500 Leute gewohnt in den mittleren Siedlungen. Aber wir haben wahrscheinlich nur 10% der Gräber. Es muss also irgendeine Regel gegeben haben, dass nur zu bestimmten Jahreszeiten, zu bestimmten Schaltjahren, zu bestimmten Momenten bestattet wurde. Und im Rest des Jahres oder der Zeiten wurde nicht bestattet, sodass wir zwar alle sozialen Klassen repräsentiert haben, aber nur auch beide Geschlechter und alle Altersgruppen, wir haben alles repräsentiert, aber eben nur wahrscheinlich zu einem 10%. Also wir glauben, wir haben ja keine Tempelanlagen oder so Ähnliches. Das fehlt in El-Agar völlig. Und wir glauben eben, dass diese ganze ideologische Struktur sich in der Praxis der Bestattung ausdrückt. Ja? Also das Bestatten ist der Moment, in dem die Ideologie dieser Gesellschaft sich festigt. Weil sie das ist, was sie innerhalb Spaniens, was sie von der Zeit vorher und was sie von der Zeit nachher völlig unterscheidet. Ab 1550, als diese Gesellschaft untergeht, wird niemand mehr bestattet. Ja, was dir auch wieder zeigt, da kann etwas sozial passiert sein. Dass genau das kennzeichnende Element von El-Agar ab 1550 verschwindet, obwohl die Menschen oft in denselben Siedlungen weiterleben, zeigt dir, dass dort ein Umbruch auf ideologischer Ebene und wahrscheinlich natürlich auch ein sozialer Widerstand zum Ausdruck kommt. Aber könnte es nicht auch so sein, dass die 90%, die nicht bestattet werden, vielleicht sogar eine Sklavenschicht sind, die überhaupt nicht bestattet werden dürfen, sodass die ohne Beigaben sozusagen auch noch Teile der Gemeinschaft wären und 90 oder 50% dürfen gar nicht bestattet werden? Wenn du schaust, wie viele Elitegräber, ja, also wie viele Gräber mit Schwertern, Männergräber oder Frauengräbern mit Diademe, siehst du, wir kommen nicht auf ein Grab alle 2, 3 Generationen. Also in allen Klassen fehlen uns, wenn wir auf 600 Jahre El-Agar Dauer aufteilen, fehlen uns Generationen. Wir haben nicht genügend Gräber, um in einer Siedlung, sagen wir mal, immer die herrschende Familie darstellen zu können. Also es wurde nicht jeder Herrscher bestattet. Es fehlt uns in allen sozialen Klassen, fehlen uns 10%. Wenn uns nur die untere Klasse fehlt, könnte man das sagen. Aber wir glauben, wir haben ein demografisch sehr ausgeglichenes Profil. Dank der Anthropologie wissen wir das. Aber es fehlen eben Gräber. Es muss ein besonderer Moment gewesen sein, als diese Bestattungen stattfanden. Und gerade auch, wenn wir das jetzt mit der Himmelsscheibe, wenn wir wissen, dass es kalendarische Vorstellungen gibt, ja, dass Schaltjahrregeln existieren, warum nicht zu bedenken, dass es zu bestimmten Konstellationen, zu bestimmten Jahreszeiten, zu bestimmten astronomischen Situationen durfte man bestatten, in anderen nicht. Wir wissen nicht, was mit dem Rest was mit 90 oder 80% der restlichen, wir wissen nicht, wie sie bestattet. Es gibt keine archäologischen Nachweise. Die El-Agar-Kultur wirkt in Spanien erstmal merkwürdig fremd. Und wenn wir benachbart wären, dann hätten wir kein Problem, darin nahezu das Gleiche zu sehen wie Aunititz. Man hat absidiale Langhäuser in El-Agar, man hat in Aunititz absidiale Langhäuser. Man hat Stabdolche in El-Agar, man hat in Aunititz Stabdolche. Wir haben die Stabdolchbeil- oder Dolchbeigabe, man hat es auch in El-Agar. Und die Super-Mega-Fürsten kennzeichnen sich durch einen goldenen Armring. Auch das haben wir in El-Agar. Also man hat fast den Eindruck, man hätte eine ganz enge Verbindung, die man sich gar nicht so recht erklären kann.
Sicher gibt es diese Verbindungen und die sind frappierend. Auch uns erstaunt das und deshalb ist eben für uns auch der Fund der Nebra-Scheibe, weil das natürlich auch für uns in Spanien ein ganz neues Licht, eben Sachen, die wir früher gespürt haben, auf einmal können wir sagen, hier wird Information überliefert über Hunderte von Kilometern. Und in dem Sinne gebe ich dir völlig recht, da muss irgendwie Information oder vor allem es muss, sagen wir mal, es müssen Konzepte vermittelt worden sein, wie man seine eigene Gesellschaft beherrscht. Ich glaube, das ist wie das jetzt regional in Augnetitz oder in El Agar oder in Wessex aussieht, das kann variieren. Aber das Konzept der Beherrschung der eigenen Gruppe, das ist das ist der kognitive Umbruch der frühen Bronzezeit. Vielleicht bei euch späte Kupfer, bei uns eindeutig frühe Bronze. Aber das heißt zum ersten Mal Könige. Ob wir jetzt dieses Wort nehmen, Könige oder ihr in Deutschland benutzt ja oft das Wort Fürsten auch und so. Ich würde sagen, herrschende Familien, herrschende Gruppe, herrschende Klasse, nicht? Die eben die es auf einmal kognitiv für wahrnimmt, nicht Nachbarn oder Fremde auszubeuten, zu überfallen, sondern in der eigenen Gruppe Menschen, die man jeden Tag sieht, auszubeuten. Das, für mich hat es das in der Form, auf dem Niveau, früher war das einfach nicht denkbar. Ja? Damit sind die ja unheimlich effektiv. In Mitteldeutschland schaffen sie ungeheuren Reichtum und unheimliche Effizienz und es scheint auch so in Spanien zu sein. Das Gebiet wird ja von dem Kerngebiet aus richtig gehend erobert. Das sehen wir genau, wir sehen an den C14-Daten, wenn man also, sagen wir mal jetzt, was sind die Charakteristika von El Agar? Also Bestattung in der Siedlung, diese Umbruchgefäße, bestimmte Metallobjekte wie die Stabdolch, wie du gerade gesagt hast. Wenn wir die C14-Daten mit dieser Phänomenologie anschauen, sehen wir, wie die am Anfang ein kleines Gebiet anfängt, einer kleinen Provinz und dann, das fängt 2200 an und dann 1950, 1750 kommt es dann zur maximalen Verbreitung. Dann haben die unter ihrer Kontrolle ein Gebiet von 33.000 Quadratkilometer, das ist etwa so groß wie das heutige Land Baden-Württemberg, ja, haben die unter ihrer Kontrolle. Das Faszinierende an El Agar ist, dass du im extremen Osten ein Gefäß aus einem Grab nimmst und im extremen Westen in Alicante noch ein Grabgefäß, die sind identisch. Metrisch, Bearbeitung, nur die Magerung ist lokal. Also lokal hergestellt nach einem ganz klaren Modell. Die El Agar-Keramik, das ist ja sagenhaft, das sind ja 8 Formen, nur 8 Formen. Ja, über 600 Jahre haben die praktisch nur 8 keramische Formen produziert. Das bedeutet doch eigentlich fast was Protostaatliches. Das bedeutet Normierung, Abgabe, Kontrolle. Das heißt, man ist fast auf einem Stadium, dass man sagt, man steht an der Schwelle zu einer Hochkultur. Also sicher. Ich glaube, wenn wir nur eine Scherbe mit Text finden würden, wenn wir nur einen Stein mit Schrift finden würden, würde niemand, wie bei euch mit der Nebra-Scheibe, würde niemand mehr in Frage stellen, dass es die erste Staatsorganisation Westeuropas ist. Das ist ganz eindeutig. Ja? Aber wir müssen eben archäologisch arbeiten. Die Texte, wir wissen, sie haben ein metrisches System, also wissen wir, dass sie bestimmte Wertvorstellungen auch messen konnten. Sie wussten genau, wie viel Wert ein großer Behälter Getreide hat. Und in dem Sinne ist eben auch dieses symbolische Element, ich meine, ich greife da zum Beispiel auf Ideen zum Beispiel von Adorno über Ästhetik hinweg, wo gesagt wird, ich meine, in der Ästhetik siehst du ja die Macht eines Systems. Ja? Oft viel mehr als in der Wirtschaft. Die Ästhetik verschleiert, ja, siehst du, wie ein Machtsystem funktioniert. Und für mich, das über 600 Jahre
8 keramische Formen fabriziert werden über ein Territorium von 33.000 Quadratkilometer. Das zeigt, die alle undekoriert ist. Nicht, wir haben nicht eine Dekoration, wir haben keine Idole, die ganzen kupferzeitlichen Idole und Elfenbeinobjekte, verschwindet alles, die ganzen dekorativen Elemente. Du hast, sagen wir mal, eine ikonoklastische Ideologie, verschwindet. Und das zeigt doch an, wie, wenn man groß wird, wenn man als Kind nur mit 8 Formen umgeht. Das sind ja auch Essenskulturen. Ja? Wenn man nur mit 8 Typen Keramik umgehen darf, das schweißt sich ja so ins Gehirn, in die kognitive Weltvorstellung, ja? In die Weltvorstellung. Aber das heißt auch, jemand greift bis in das tägliche Leben ein, sodass den Menschen gleichsam vorgeschrieben ist, bei uns gibt es diese 8 Töpfe, bei uns gibt es diese Form der Bauweise, diese Form des Feldbaus. Letztlich haben wir hier eine normierte Gesellschaft vor uns. Genau, ich meine, das braucht ja nicht so geleitet zu sein. Ich meine, wir müssen uns nur selber anschauen. Nicht, wir kaufen alle unsere Möbel in Ikea, wir trinken alle Coca-Cola, gehen in Burger King, ob das jemand in Moskau ist, in Madrid oder in New York. Ja, wir haben alle dieselben Wohnungen und fühlen uns unheimlich individualistisch, obwohl wir alle gleich sind. Ja? Und kein Staat zwingt uns in Ikea einzukommen, und wir tun es eben. Ja? Und das ist eben die Macht. Das ist schiere Macht. Wenn du es schaffst, das hat ja schon Max Weber gesagt, nicht, wenn du es schaffst, Herrschaft ist ja, wenn du es schaffst, jemanden das zu tun, ohne dass er merkt, dass du das überhaupt von ihm willst. Ja? Wenn er das freiwillig tut, dann bist du zur absoluten Herrschaft gekommen. Und ich glaube, das ist in den letzten 200, 300 Jahren von LAG eben der Fall. Aber das ist doch unheimlich spannend, nach Jahrhunderttausenden egalitärer Gesellschaft von Jägern und Sammlern. Nach dem Beginn des Neolithikums mit Differenzierungen und mit auch kriegerischen Auseinandersetzungen der verschiedenen Gruppen, hat man nun zum ersten Mal die Einkommensteuererklärung. Hat man zum ersten Mal sozusagen etwas für uns ganz Modernes und ganz Naheliegendes, nämlich arm und reich, stark und schwach, ausgebeutet und Ausbeute, wenn man es ganz pointiert sagen möchte. Man könnte es auch freundlich ausdrücken, man hat Mächtige, die die Schwachen schützen. So wurde es wahrscheinlich auch empfunden. Warum macht eine Gesellschaft mit sowas mit? Angst? Also du musst erst mal schaffen, Angst unter die Bevölkerung zu bringen. Das siehst du in der Kupferzeit. Du hast zwar Los Millares, große Siedlungen, 6 Hektar groß mit Befestigungsmauern, aber der Großteil, 99% der Bevölkerung in dem 3. Jahrtausend, bewegen sich, leben sich frei, ziehen von Portugal nach Spanien. Die Objekte, sie schnitzen schöne Idole, die werden über ganz Südspanien verteilt und man tauscht und man heiratet wahrscheinlich untereinander, man schenkt sich, die Sache der Gabe, nicht? Man schenkt sich andauernd, damit keiner zu Machtkonzentration. Du verschenkst also, um Abhängigkeiten zu schaffen und keine Machtkonzentration zu schaffen. Auf einmal hast du in LAG eine ganz klare Konzentration, du hast eben eine neue Struktur. Es wird in der Kupferzeit wie irre ausgetauscht, man bewegt sich. Die Bronzezeit hat auch weiträumige Austauschsysteme, aber diese LAG-Gruppe, die sozusagen das Land systematisch erobert, die Erzquellen erobert, die stößt offenbar an ihre Grenzen, denn an den Grenzen, hast du festgestellt, gibt es Befestigungen, die offenbar LAG versuchen einzugrenzen. Die anderen lassen sich sozusagen nicht völlig widerstandslos erobern. Ja, das ist uns kürzlich aufgefallen. Wir haben einfach mal kartiert. Jetzt, wo wir so viele C14-Daten haben, kann man das ja besser machen. Was haben wir für ein Siedlungsbild auf der Iberischen Halbinsel im Jahr 1800, sagen wir mal so, ja, in der Mitte der frühen Bronzezeit, 1800. Wie sah das damals aus? Und du siehst eben, dass die meisten Bevölkerung überhaupt nicht auf Höhensiedlungen leben wollen. Ist ja auch logisch, du musst ja alles hochschleppen. Wasser, Steine, Holz, das ist ja eine riesen Arbeitsleistung, nicht? Ich meine, wir wissen das aus Amerika, die Hopi-Indianer, die Frauen laufen weg, weil sie nicht mehr dieses Geschleppe haben wollen, immer auf den Hügel hochzugehen. Ja? Also die meisten Leute auf der Iberischen Halbinsel versuchen weiterhin diese Mobilität zu erhalten. Also wenn das Land eben erschöpft ist, zieht man weiter. Man versucht eben so nachhaltig zu leben und lebt im Flachland. Ja, das geht nicht
in dem Moment, wo deine Nachbarn dich erobern, dich bezwingen wollen, dich zu einer neuen Ideologie, zu einem neuen Wirtschaftssystem, die eben den Mehrwert abschöpfen wollen, die deine Gerste haben wollen und nicht mehr wollen, dass du Weizen und Hülsenfrüchte isst und so. Also haben wir gesehen, dass kurioserweise genau um El Agha herum die ganze, so, ja, wie so ein Band, eben diese Höhensiedlungen sind. Früher hat man, wusste man, dass dort Höhensiedlung ist, aber man hat, sagen wir mal, so dieses Gesamtbild nicht erkannt. Man dachte, in ganz Spanien sind Höhensiedlungen und wie bei euch auch. Man hat dann eben nachgeforscht und gesehen, dass viele dieser Höhensiedlungen erst Spätbronzezeit, frühe Eisenzeit sind und damit und jetzt auch gerade mit Autobahnbau und so hat man viel mehr Flachlandsiedlungen mit diesen kleinen Hütten und Speichergefäße in den Hütten oder um die Hütten herum, also normale Agrargesellschaften ohne Zuspitzung, wo du keine großen Hierarchien im Prinzip siehst. Und auf einmal siehst du im Südosten unheimlich große, ich meine, um sich mal so eine Vorstellung zu machen, eine mittlere El Agha-Siedlung ist 2 Hektar groß. Gut, La Bastida ist sogar 4 Hektar groß, Lorca kann 6 Hektar groß sein. Wenn man jetzt nach Valencia geht oder in die Mancha geht, also um El Agha herum, sind die größten Siedlungen 0,5 Hektar. Wenn wir also von Bevölkerung ausgehen, können wir sagen, in El Agha haben 500, 600 Leute gelebt in den Höhensiedlungen. Außerhalb El Agha haben in den Höhensiedlungen vielleicht 100 Leute gelebt. Und das ist natürlich ein demografischer Unterschied. Und deshalb haben die sich, entweder haben sie versucht, die Eliten in El Agha zu imitieren. Also man kann jetzt 2 Erklärungsmodelle aufwerfen. Die haben versucht, das zu imitieren, wollten so ein System, die auch dort einführen. Das klappt aber nicht so ganz. Oder sie haben sich gewehrt. Sie haben sich versucht zu schützen. Wir müssen diese Leute fernhalten. Nicht? Du gräbst gerade eine unheimlich interessante Siedlung, La Bastida. Kannst du uns kurz schildern, was du dort entdeckt hast und warum die Siedlung so interessant und spannend ist? Es handelt sich ja um eine Höhensiedlung, die ganz ähnlich ist wie etwa die schon länger gegrabene Höhensiedlung Fuente Alamo, die ganz berühmt ist. Aber ich habe den Eindruck, La Bastida ist noch viel wichtiger und die Ergebnisse sind eigentlich noch spektakulärer. Ja, wir haben ja 20 Jahre, genau wie du sagst, mit dem DAI habe ich auch kollaboriert in Fuente Alamo, dann unsere eigene Grabung in Gatas und wir hatten ein fixes Modell. Aber man stellt sich ja gerne in Frage, nicht? Ich meine, wenn man Wissenschaft betreibt, muss man sich ja immer in Frage stellen. Und es gab eben, das war schon aus dem 19. Jahrhundert bekannt, sogar Siré hat dort mal ein Dutzend Gräber gefunden und erforscht, diese La Bastida. Das ist ein mythische, die ganze Bevölkerung in Murcia und so kennt La Bastida. Alle hören, es ist fast eine sagenhafte Hügel mitten in den Bergen gelegen, absolut keine Möglichkeiten, Landwirtschaft zu betreiben, auch verkehrstechnisch unheimlich schlecht gelegen, also mitten im Nichts in den Bergen. Und schon alt geplündert. Und natürlich dieser Ruf, dieses Mythos von La Bastida entsteht natürlich durch die Raubgräber. Der Antikenmarkt, der ist nur so überflutet worden in den 50er, 60er Jahren, als halt große Armut in Südspanien war, ist der nur überflutet worden von eben Metallgegenständen. Die müssen Hunderte von Gräbern. Ich meine, ein alter Archäologe aus den 30er Jahren spricht von 2000 Gräbern zum Beispiel. Und da haben wir eben also eine Gruppe von Kollegen, von Professoren aus der Universität Barcelona, der Vicente Luis, der Rafa Micó, die Cristina Rihuete und ich eben. Wir arbeiten seit 20 Jahren in einem Arbeitsteam zusammen. Und wir sind eben hingegangen und haben vorgeschlagen, warum machen wir hier nicht was Interessantes? Was Interessantes bedeutet, natürlich muss es fürs Publikum sein. Ein Museum wurde gebaut, das Museum stand schon, bevor wir kamen, aber was willst du in das Museum reinstellen? Ja. Also man baut den Museum ohne Inhalt. Ohne Inhalt, genau. Und das ist so wichtig, was eben oft in der Politik manchmal nicht richtig verstanden wird. Wenn wir etwas Attraktives für Publikum, was pädagogisch ist, was unser Kulturniveau erhebt. Ich meine, genauso wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, wie vielleicht hier in Regionen, wo große Arbeitslosigkeit existiert, ist es genauso in Südostspanien. Wir müssen das Niveau, das kulturelle, edukative Erziehungsniveau erhöhen. Wir müssen neue Sachen anbieten, nicht nur für Tourismus, sondern auch für die eigene Bevölkerung. Und dafür brauchst du Wissenschaft. Und wir haben also vorgeschlagen, wir machen eine Großgrabung.
mit einem Monat, 2 Monaten ist auf einer 4 Hektar Siedlung nichts getan. Wir müssen großflächig graben. Wir restaurieren alles, was wir finden, sowohl die Architektur wie die ganzen Gegenstände. Und in 5 Jahren eröffnen wir das Museum und den archäologischen Park. Wie gesagt, das ist also eine über 4 Hektar große Siedlung. Wir wissen anhand der architektonischen Reste, da müssen über 1000 Menschen gelebt haben. Also das ist das New York der Bronzezeit. Ist das befestigt? Sieht nicht so aus, sieht nicht so aus. Es sind zwar Türme innerhalb der Siedlung, hast du so turmähnliche, also die müssen mehrere Stockwerke hoch gewesen sein. Das waren so turmähnliche, aber die brauchten keine Befestigung. Erstens sitzen sie dort in den Bergen, sie sehen weit von Weitem, wenn schon jemand kommt, und vor allem, sie haben wahrscheinlich so eine militärische Organisation, dass sie keine Befestigung brauchen. Das wäre nicht nötig. Du sagst, die Siedlungsstruktur ist vielleicht wie heute in so einer arabischen Kasbah ganz eng, aber die Häuser sind doch ziemlich groß. Die Häuser, ja, die sind groß, also so in dieser vollen Phase, in dieser entwickelten Phase ab 1800, wo wir dann auch die Schwertgräber und die Frauengräber mit den Diademen haben, da haben diese Häuser Grundrisse bis zu 70 Quadratmeter. Die waren außerdem zweistöckig, viele von denen. Das bedeutet, die Leute hatten Wohneinheiten von 140 Quadratmetern. Ja, das sind keine Mini-Wohnungen, das ist eine gut bürgerliche Wohnung heutzutage. Unten haben wir haben wir Nachweise von Werkstätten, verschiedene Werkstätten. Manche Häuser, siehst du, sind spezialisiert auf Metallschmieden. Manche Häuser sind spezialisiert eben auf Mahlen, Verarbeiten von Gerste. Andere sind Speicherräume, ganz eindeutig, wo gespeichert wird, eben vor allem auch wieder diese Gerste. Dann haben wir ein Haus gefunden, da wurde ganz deutlich geschlachtet von den Tierknochen. Dort wurden die Tiere zerteilt und wahrscheinlich dann weiterverteilt, weil an anderen Gebäuden haben diese Knochen nicht, sondern nur Knochen, die... Das heißt ja arbeitsteilig. Ganz eindeutig Arbeitsteil. Und jetzt wird es natürlich interessant. Jetzt kannst du auf einmal die Gräber, die in diesen Gebäuden sind, mit der Wirtschaft dieser Gebäude in Verbindung setzen. Weil wir sind ja nicht überzeugt, dass die Leute, die in den Häusern wohnten, auch dort bestattet sind. Wir haben das Gefühl, dass manchmal jemand aus der Oberschicht woanders hin bestattet wird, um auszudrücken, vielleicht, das gehört mir. Hier bin ich präsent. Ich habe eine Beziehung, ein Recht auf dieses Gebiet. Ja? Das ist interessant. Und das ist natürlich eine Frage, die wir uns lange gestellt haben. Welche Beziehung existiert zwischen Tod und Leben, ja? Zwischen Wirtschaft und Ideologie? Und da versuchen wir natürlich jetzt dahinter zu kommen. Und ich glaube, wir haben dort Indizien, dass diese Arbeitsteilung auch mit politischer Macht verbunden ist. Wie kann man so eine Siedlung überhaupt versorgen? Ich meine, wie funktioniert die Wasserversorgung? Wasser ist natürlich das kritische Element. Wir müssen uns natürlich vorstellen, dass wir haben ja die Holzkohlenanalysen und Samenanalysen. Wir wissen, dass in der damaligen Zeit zwar das Flachland immer mehr entwaldet wurde, also dort haben wir Versalzungsprozesse, wir haben Aridisierungsprozesse, Erosion im Flachland durch dieser extensive Gerstenmonokultur. Aber in den Bergen haben wir noch ein Macchia-Bewuchs, wilde Straucholiven, Pistacia lentiscus, also so eine Macchia, eine mediterrane Macchia, Busch eben, Bewuchs und Wasser. Es hat sicher kleine Bäche gegeben und so, aber natürlich 1000 Menschen mit Wasser täglich zu versorgen, auch wenn es nicht nur zum Trinken ist, auch die alltägliche Werkstätte, Produktionsprozesse, Waschen, etc., das musste ja alles funktionieren. Und da haben wir in La Bastida eine Anlage gefunden, das ist ein Staudamm. Das ist der erste Staudamm in Europa, den ich zumindest kenne. Ich kenne keine andere Anlage. Das war ein kleines Tal mitten in der Siedlung, mitten umringt von Häusern, mitten in der Siedlung eben in so einer natürlichen Senke. Die haben die Senke abgeschlossen mit einem Staudamm, der ist etwa 14 Meter lang. Aber Roberto, einen vergleichsweise großen Staudamm bauen, das zeigt doch auch, das ist eine gezielte Bebauung, das ist protostaatliches Handeln. Also das ist doch ganz erstaunlich. Wir sind doch hier an einem wirklichen Schlüsselpunkt Europas. Sicherlich, sicherlich. Diese Anlage wurde, außerdem, wo man Wasser erhält, du musst ja das Wasser erhalten und die Anlage
verfällt ja mit dem Wasser. Du musst die ja erhalten. Du musst es schaffen, dass das Wasser nicht wegsickert. Du musst die Wände fallen dir ein. Wir haben 3 Erneuerungsphasen. Innerhalb vielleicht 150 Jahren musste 3-mal erneuert werden. Wahrscheinlich jährlich oder öfters gereinigt werden. Das ist eine Arbeitskraft, die nur zentral organisiert werden kann. Das ist eine enorme Leistung. Und das Interessante ist ja, dass sie in der Siedlung ist. Sie hatte also einen öffentlichen Nutzen. Es ist das erste öffentliche Gebäude, was wir haben. Und ihr habt jetzt in Lienzo was ganz Merkwürdiges anderes gefunden im Flachland. Auf so einer Gipskuppe ein zentrales Gebäude und rundherum Speicher. Was könnte das sein? Ja, das fragen wir uns im Moment auch. Wir sind ja noch am Graben dort. Tira del Lienzo, das liegt 7 Kilometer von La Bastida entfernt, aber im Flachland. Deshalb haben wir dort auch gegraben, weil wir wollten eben diesen kleinen Gipshügel, wie du sagst, erforschen. Wir dachten, vielleicht ist es eine Militärbastion oder so etwas Ähnliches, eben um das Flachland zu kontrollieren, wo die Agrarflächen lagen. Und wir sind am Staunen. Jeden Tag, den wir weitergraben, staunen wir mehr, weil wir nicht richtig wissen, wie wir das jetzt noch in unser Bild einarbeiten sollen. Es ist auf der Kuppe 800 Quadratmeter groß nur, ein Rechteck, ein großer Rechteck mit einer Mauer, also eine Bezirksmauer, die das Innere, sagen wir mal, vor allem visuell schützt. Wie eine Hecke, sagen wir mal. Es ist keine breite Verteidigungsmauer. Es ist ein Mäuerchen, aber wir wissen so ungefähr 3 Meter hoch. Und in der Mitte steht ein 80 Quadratmeter großes Gebäude mit breiten Mauern, also sicher auch 2, vielleicht sogar 3 Stockwerke hoch, umgeben von kleinen Gassen. Also eine Gasse geht herum um diesen zentrales Gebäude und dann eine Reihe von 10 Zellen. 10 Zellen nebeneinander, die höchstens 20, 30 Quadratmeter groß sind, also kleine Zellen, in denen zum Teil gespeichert wurde oder ganz bestimmte Aktivitäten stattfanden. Ja? Also in einem zum Beispiel haben wir jetzt eine Feuerstelle gefunden, die einzige Feuerstelle, die wir in diesen Zellen haben. Also da hat niemand gewohnt, richtig. Und in der Nähe dieses Herdes oder dieser Feuerstelle einen Vorrat an Pistacia lentiscus, Mastixstrauch, glaube ich, sagt man auf Deutsch, Samen, die, also aus diesen Samen wissen wir, im Discorides steht das schon drin, kann man entweder Öl ziehen, um Belichtung, also Öl zum Leuchten, oder eben Arzneimittel, ja, also medizinische Öle herausbekommen, vor allem für Verdauungsschwierigkeiten und so weiter. Also wie eine Apotheke dort existiert hat und daneben etwas Sonderbares, was es in El Agar praktisch nicht gibt, außer in ein paar reichen frühen Gräbern, so ein Betilos, ja, also eine Steinplatte, eine anthropomorphe Menschenfigur, etwas, ja, so, ich glaube so 40 Zentimeter hoch, aus ganz einfachen Steinen, ganz schlicht, aber etwas, was du nie in den Häusern findest, findest du dort. Und daneben ein großer Getreidespeicher, also mehrere Quadratmeter, so etwa 20 Quadratmeter groß. Und das Interessante, die botanischen Analysen, die jetzt noch am Laufen sind, zeigen uns, dort ist Gerste nicht dominant. Also die schlechte, nahrungsminderwertige Gerste wurde dort nicht vorrangig gegessen, sondern Weizen. Guter, dicker Weizen, sicher, also wir werden das jetzt isotopisch analysieren, ob dieser Weizen vielleicht doch aus Feldbewässerungsarealen kommt. Die liegen in dieser Anlage. Wie würdest du El Agar in der Frühbronzezeit Europas einordnen? Also ich würde sagen, es ist ganz eindeutig, es hat nichts mit dem Ostmittelmeer zu tun. Also da können natürlich bestimmte Sachen, so wie der Grabritus innerhalb der Häuser, das kann natürlich auf irgendwelche ideologische Motivationen aus dem Osten kommen. Aber es ist eine
westeuropäische, es ist eine westlich-mediterrane Eigenentwicklung, sonderbar Fremdkörper innerhalb der Iberischen Halbinsel, die aber uns erklärt, dass Staat, Herrschaftssysteme und politische Ausbeutung nicht unbedingt mit despotischer Gewalt zu tun haben, sondern auch in viel kleineren Gesellschaften von ein paar hundert Einwohnern möglich ist, wenn du es schaffst, die Gewaltmittel zu haben und den kognitiven Durchbruch schaffst, deine eigene Gesellschaft auszubeuten. Und das ist das Erbe von El Agha an uns alle. Dankeschön.